Selten habe ich mich so sehr gefreut, euch dieses Video zu zeigen. Und zwar geht es um Folgendes. Alex, kannst du dir vorstellen, wie so eine Lagergasse, ne, wie wir hier zum Beispiel sehen, in einem Motorenwerk gefertigt wird? Also ich sage jetzt nicht wie bei uns, dass wir da durchspindeln und dann honen und dann einzeln jede Gasse messen, sondern wie in einer Taktzeit von wenigen Minuten so eine Lagergasse final gemacht wird. Genau das werde ich euch jetzt zeigen und Alex guckt mit. Let's go! Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Heute ist richtig geil, denn wir sind im Sondermaschinenbau von Grob. Hier hat bis jetzt noch gar keiner gefilmt und wir zeigen euch jetzt die Maschinen, die wirklich die Motoren für große Motorenhersteller gefertigt und gemacht werden. Mein Lieblingsthema, Hauptlagergassen. Da ist der liebe Sebastian. Servus. Und jetzt kommt das Lustigste. Sebastian hat den gleichen Namen, auch den gleichen Nachnamen wie der Anwendungsleiter, den wir letztens hatten. Sebastian Schön. Was ein Zufall. Sebastian, du bist, stell dich kurz vor. Ich bin hier Prozessinbetriebnehmer für die Automatisierungsmaschinen in der Zerspannung. Wir haben hier eine Anlage für einen großen V8-Motor. Ja. Den hattest du letztens schon mal in deiner Instagram-Story drin. So, Freunde, gerade bei Grob und wir sind hier gerade am Spazieren. Und jetzt muss ich euch zeigen, was ich gesehen habe. Guckt mal bitte. Fertigung von Motoren. Boah. Wow. Ja, und wir schauen uns heute mal die Anlage hier kurz an, was wir denn hier eigentlich machen. Ja? Also wir haben hier die Hauptbearbeitung von der Kurbelwellenlagergasse und der Nockenwellenlagergasse dazu noch. Das Bauteil kommt von vorne über dieses Portal. Ja, das ist eine riesengroße Achse. Kurze Frage. Das Bauteil wird hier gerade, die Maschine wird hier aufgestellt und hier eingefahren, ja? Richtig, richtig. Und dann wird diese Maschine wird dann abgebaut, verpackt, verschifft und geht dann zum Kunde. verschifft. Hört sich direkt weit an, ja? Ja, USA. Oh, Wahnsinn. Okay. Das bedeutet, die komplette Vorbearbeitung, die Gussgehäuse, der Grobguss kommt zu euch. Genau. Das macht ihr noch nicht selber. Das wird zwar auch auf einer Grobmaschine gemacht, aber beim anderen Zulieferer. Okay. Und dann wird die Bearbeitung, wie zum Beispiel Zylinder, Flächen, alle Bohrungen etc. passiert hier vor Ort. Also nicht hier vor Ort, wird auf einer Grobmaschine gemacht. Wird auf einer Grobmaschine gemacht. Und dann kommt es zu dem Vorgang hier. Genau, genau. Okay. Das ist jetzt eine OP, sagt man, Okay. ja, wo eben die Kurbelwellenlagergasse bearbeitet wird. Es gibt natürlich auch Vorbearbeitungsmaschinen, sage ich jetzt mal, wo ganz normale G-Module sind. Ja, die schauen dann ähnlich aus wie deine Universalmaschine dann später mal. 5-Achs-Bearbeitungen, wo gewisse Bohrungen, Gewinde und so weiter geschnitten werden. Und wenn wir den gewissen Bearbeitungsstand haben, kommt dann das Bauteil irgendwann hier in diese Anlage. Und was passiert jetzt hier? Erzähl mal. Sieht aus wie bei der Kirmes, wo man so Entchen drauf macht. Ja, genau. Hier haben wir eine Station, die Lagerränge einpresst. Ja? Lagerränge für die Nockenwellenlagergasse. Ah, okay, ja, okay. Jetzt kann ich mir vorstellen. Genau. Die werden dann hier sind dann dort gelagert. Genau, also der Mitarbeiter, der später an der Anlage steht, der muss hier diese Magazine befüllen. Ja? Was macht der damit? Das ist so ein Hilfestift zum Orientieren. Ah, okay, verstehe. Genau. Der geht dann her und sagt, okay, das Magazin ist leer, wir müssen das hier beladen. Und dann läuft es folgendermaßen, der Lagerring läuft dann da unten rein. Der muss ja orientiert werden. Ne? Wir müssen ja schauen, dass unsere Ölbohrung hier quasi, dass das richtig steht, dass wir das nicht den Lager oder die Ölversorgung dicht machen. Ja? Ja, das wäre ein Problem. Wäre nicht so gut. So, und dann geht's hier rüber. Dürfen wir da rüber gehen? Ja, gehen wir mal rüber. Cool. Boah, das sind ganz schön viele Kabel und Rohre. Und ja. Wir haben dann da drin 2 Robbys, sehe ich. 2 Robbys, genau. Und der Lagerring wird da unten eben orientiert, dass die Ölbohrung hier passt. Ja. Der Robby nimmt das dann. Da vorne drin steht das Bauteil dann später, also der Motorblock.
und der Robby übergibt dann quasi den Lagerring in die Lagergasse, Darf wo man das hier dann reingehen? später, ja, dürft mal reingehen. Okay. Da steht dann der Block drin und es wird verpresst. Genau. Der Lagerring kommt dann später hier auf so eine Einpressspindel, Ja. und die drückt quasi den Lagerring dann mit, also mit einer Kraft und einer Wegüberwachung in die Lagergasse ein. Mhm. Genau. Dann geht das Dach auf. Dann geht das Dach hier oben auf. Ja, die Station meldet natürlich, dass sie fertig ist, und fordert quasi den Lader von oben an. Hey, komm mal her, bring mir gleich ein neues Teil und nimm das Fertige mit. Okay. Geht gleich weiter. Also Next Step. keine Zeit verlieren. Kannst du einen, ja okay, das frage ich dich nachher, wie viel Zeit, das kannst du uns dann später mal sagen. Ihr könnt das ja mal gern schätzen, in die Kommentare schreiben, wie viel Zeit vergeht, wenn von Lagergasse einpressen bis gereinigter, fertiger Motorblock. Genau. Bei uns nennt man es die Taktzeit. Taktzeit, Die ja. Taktzeit, ja. Wie viel Taktzeit? Genau. So, dann haben wir die Lagerringe in der Nockenwellen-Lagergasse. Ja. Und dann kommt Wow. das Bauteil hier in diese Maschine. Ja, das ist jetzt das Bohrwerk für die Hauptlagergasse. Geil. Ich sehe, das da ist schon eine Führung, ne? Richtig. Und das ist die Spindel. Das sind die Lager quasi, die uns später die Position vorgeben Ja. von der Hauptlagergasse. Und das sind, wir nennen es Bohrstangen. Ja. Das sind Ja. die Bohrstangen, die quasi einmal die Hauptlagergasse, die Nockenwellen-Lagergasse und was wir hier auch noch machen, ja, das ist ein Dieselmotor. Da machen wir da oben noch eine Bohrung für die Dieselpumpe. Ah, okay, ja. Also das Bauteil fährt rein, Ja. hier, ja, das, Ah, okay, interessant, ja. genau. So, und jetzt kommt hier die Bohrstange. Boah, massiv, ne? Genau. Das ist jetzt auch ziemlich interessant. Hier haben wir den Antrieb von der Spindel. So, und was ich jetzt hier ziemlich interessant finde, ist, wir haben ja hier in dem Falle 2 Bohrstangen, aber ich sehe nur einen Motor. Das bedeutet, hier muss irgendwo ein Getriebe drin sitzen, was die unterschiedlichen Drehzahlen der Spindeln quasi erzeugt. Den Spindeln, genau. Und da sieht man jetzt die Schneiden im Einsatz, genau. Eine Frage, was für eine Art Lagerung ist das da vorne, wie die Bohrstange gelagert ist? Das ist den Lagertyp, meinst du? Ja. Das sind ziemlich, also sehr präzise Kugellager, was wir da Ist das irgendwie Hydro mit Öldruck oder wie ist das gemacht? Ja, das sind vorgespannte Schrägschulterlager Ah, okay. in eben dieser Buchse. So, dann wird da durchgespindelt. Einmal einen Schrubb- und Schlitzgang, wenn da so 2 Messer sind, ja? Genau, wir fahren natürlich jetzt mit verminderter Ja, klar. Drehzahl. Es dauert auch eine Weile, weil wir natürlich ziemlich viel Arbeitsweg haben. Die Lagerdeckel sind sehr breit. Ja. Und jetzt fahren wir mit zum Einfahren oder aktuell Fahren ohne Werkstück nennt sich das bei uns. Sind aktuell, weiß nicht, 30 oder 50 Umdrehungen, sowas um den Dreh, schön langsam. Aber so testen wir die Anlage, ob die Funktionen alle richtig sind, Ja. ob alles richtig programmiert ist, ob die Schalter alle richtig kommen, die kommen müssen. Kannst du sagen, mit was für Vorschüben und Drehzahlen ihr hier so arbeitet? Die eine Spindel arbeitet mit 470 Umdrehungen und die andere mit 570 Umdrehungen. interessant, ja. Und auch verschiedene Vorstübe. Ja, ja, Also, klar. wir haben einmal den Semi-Finish-Schnitt und den Finish-Schnitt und da haben wir dann eine Vorschubänderung bei der Wenn Bearbeitung. ich das so sehe, könnt ihr euch vorstellen, was allein diese Bohrstange kostet. Ich habe schon auf den Hersteller geguckt, also das ist natürlich mega. So, Frage, wie viel Aufmaß lässt ihr oder wird final auf Endmaß gespindelt? Also wir lassen schon ein Aufmaß, das Ja. wird zum Schluss noch gehont. Aber normalerweise könntet ihr bis Endmaß machen, auch für der Könnten wir, ja. Präzision. Könnten wir, ja. Aber der Kunde will in dem Fall noch Der durchholen. will es nochmal holen. Genau. Okay, das heißt, wieder fertig, die Vorrichtung geht auf, Dachdeckel geht auf und dann... Genau, da sind wir hier auch die Achsen. Ja, das sind die. Die steht jetzt natürlich in der nächsten Ja. Bearbeitung gerade drin. So, und das hier ist natürlich auch wieder heftig. Da sieht man, was für eine lange Linearführung hier sein muss. Und was mich wirklich interessiert ist, wie schnell fährt diese Führung mit dem Motor, mit dem großen V8-Motor dran? Wie schnell fährt sie wirklich über dieses Portal? Und weißt du, was wir gerade machen? Wir machen mal gerade einen Anruf. Zwar nicht an den Sebastian Schön, wir rufen den anderen Sebastian Schön an. Der weiß das in der Regel, glaube ich, auch.
Apparillo. Grüß dich, hi. Sebastian, ich bin gerade das Video am Kommentieren für kommenden Sonntag. Ich habe eine Frage. Bei diesen Operationen ist immer dort oben so ein Roboter, der fährt die Motoren hin und her. Genau, du meinst unseren sogenannten LIP, ein Linearportal. Genau. Mich interessiert, mit wie vielen Metern fährt der da oben die Motoren hin und her? Also es sind ungefähr, je nach Ausführung natürlich und je nach Werkstück, ob wir ein Werkstück transportieren oder 2 Werkstücke, aber ungefähr kann man sagen, sind das 120 Meter pro Minute. 120 Meter? Ja, krass. Alter, da fliegen die Dinger ja quasi über die Decke quasi. Richtig, aber man muss dann schon sehen, die ganze Verkettung, die haben natürlich eine immense Länge. Das geht ja dann über, sei jetzt einfach mal über mehrere Meter, nicht nur 2 bis 5 Meter, sondern auch 10, 20, 50 Meter. Und da ist die Geschwindigkeit dann schon immens wichtig. Ja, alles klar, das war's schon, danke. Passt, Andi, bis dann. Ciao. Ja, Alter, 120 Meter. Hermine macht im Eilgang, was schon nach so aussieht, 35 Meter. Das ist brutal. Weiter geht's. Jetzt zum Einrichten, also wir holen da quasi diese Position, dass wir mit dem Bauteil sauber in die Vorrichtung treten. Also wir haben hier jetzt die Kurbelwellenlagergasse und die Nockenwellenlagergasse bearbeitet zusammen, auch die Bearbeitung von der Dieselpumpe in dem Fall. Und hier messen wir das Ganze dann. Ja. Also geil. Jedes Bauteil wird gemessen, ob die Durchmesser eben nicht Ich dachte, das wäre irgendwie eine Reibahle oder irgendwie Nee, das sind so kleine Messtaster, so Tastköpfe nennt man drauf, die dann durch die Lagergasse einmal durchfahren und uns sagen, welchen Durchmesser wir hier bearbeitet haben. Geil. Ja, und wir können sagen, hey, das Teil ist gut. Oder wir können auch sagen, das Teil ist Ausschuss. Ja, wir haben zu groß gespindelt, dann können wir es nicht mehr retten. Außer du vielleicht mit deinem Laser. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man das Teil nochmal nachbearbeitet. Also heißt, der Durchmesser ist zu klein. Ihr habt ja eh ein Aufmaß drauf, sagtest du, ne? Genau. Ja, genau. Ah, krass. Und in was für einer Zeit wird hier gemessen? Ich sage mal, der Vorgang, wir fahren einmal in dieses Bauteil rein und fahren dann durch jedes Lager einzeln durch. Ich sage jetzt mal so um die 45 bis 50 Sekunden, dann sind wir hier fertig. Boah, geil. Das ist natürlich hier jetzt recht schnell im Gegensatz zur Bearbeitung drüben. Also bei der Bearbeitung brauchen wir schon ein wenig länger. Hier nur das Messen, das geht recht fix. Und dann wird hier wieder Deckel auf. Genau, das Portal holt das Teil dann wieder, setzt es hier in eine Reinigungskabine, nennen wir das. Ja. Hat den Grund natürlich, wenn die Bauteile voller Kühlmittel sind, die werden ja später abgeladen und kommen dann auf einen Verkettungsband. Also das fährt dann zur nächsten Bearbeitung. Dass man nicht so viel Späneverschleppung hat und nicht so viel Kühlmittelverschleppung, dass es alles schön sauber ist. Ja. Das Portal holt das, setzt das hier rein, spannt das Ganze und dann fährt er einmal quasi mit diesen kleinen Lanzen da in gewisse Bohrungen, oben diese Düsen, blasen dann das Kühlmittel runter, der dreht sich dann auch noch einmal. Sogar noch, ne? Genau. Das ist quasi wie eine 5-Achs hier. Ja, cool. Und dann haben wir eigentlich soweit die Bearbeitung hier fertig. Ja. Krass. Und wie lange bist du schon hier bei Go? Ich feiere nächstes Jahr mein 10-jähriges. Geil. Ja. Richtig. Also wäre voll der Job für mich, finde ich auch super interessant. Und also bei mir war es so, immer neue Herausforderungen, oder? Immer. Ja, für mich, bin wie du, also total motorenbegeistert, schraub auch viel. Ja, und ich habe auch damals Auto, was fährst du? Natürlich, 7er BMW. Und 7er BMW. Und ein VR6 Turbo habe ich auch noch. Mal grob sollte man anfangen, nicht schlecht. Nein, E38, jetzt nichts großartig Teures, aber cool. VR6 Turbo habe ich auch noch. Deswegen, viel Bastelei, Also, viel Schrauberei. Die Grob ist doch für mich die perfekte Maschine, oder? Was ist traurig, als erst eine Hermle wurde? Ja, aber ich habe schon gedacht, musst du mal ein Upgrade kaufen. Ich hatte erst Grob so ein bisschen im Auge, aber irgendwie ist es dann wegen Bavaria CNC dann auch irgendwie zu einer Hermle gekommen. Naja, Freunde, mega interessant. Das ist auf jeden Fall eine Sache, der Sondermaschinenbau, was Grob wirklich auch groß gemacht hat. Ja. Ne? Sebastian, jetzt, wir waren zwar fast schon fertig, aber jetzt gerade sehe ich hier noch diese Bohrstange liegen, damit ihr es mal genauer seht. Hier seht ihr die Schneiden. Und wo kann man hier den Durchmesser dann einstellen? Von hinten eine Schraube oder wie? Du hast hier einmal eine Spannschraube, mit der du quasi das Ganze herunterziehst.
Und hier innen drin in dem kleinen Loch Ah, da, eine Schraube. hast du eine Drückschraube. Ja? Geil, ja. Und dann aus dem Verhältnis aus Spannen und Drücken, ist natürlich alles mit einem Drehmomentschlüssel, stellst du dann den Durchmesser her. Und das machen wir hier. Das ist jetzt sogar elektrisch inzwischen. Oder Mittlerweile eine Vorrichtung, wie man die Durchmesser einstellt. Richtig. Und da haben wir eine sogenannte Reiterlehre, ja, wo wir dann hier orientiert, also wir können das hier nehmen, wir haben hier einen Stift, setzen das hier drauf. Der ist sauber auf der Mitte von der Schneide und gibt uns dann einen Wert aus. Aber die Standzeit ist schon hoch von den Schneiden, oder? Ja. Hast ja nicht viel Also, rausgeholt. Bei der Bearbeitung, denke ich, werden da 700, 800 Teile auf jeden Fall drin sein. So, jetzt final. Was für eine Taktzeit haben wir bei den 3 Lagergassen? Also ein Bauteil ist hier circa in 3,5 Minuten fertig. Mit Waschen, alles fertig. Mit allem. Das heißt, wenn das in der Firma, also in der Fabrik läuft, das ballert richtig. Das ballert richtig, da fliegen die ganze Zeit die Blöcke über Da den Himmel. fliegen die Teile raus wie Ey, nix. das muss ich mal in Action sehen. Okay, ja, Sebastian, das war wirklich hochinteressant. Ja. Respekt an den Job und ich könnte mir das auch, also ich finde, voll geiler Job. Ja, ich glaube, das wäre echt was für dich. Vor allem- Hier immer mit verschiedenen Werkstücken, verschiedene Motoren. Also wir machen ja nicht nur Motorblöcke, da sind auch Zylinderköpfe, Kurbelwellen, alles. Aber schon automobillastig, oder? sehr, ja. Und du bist vor allem permanent durch die Welt am Reisen, oder? Ich bin sehr viel unterwegs gewesen. Ja. Ich habe die Welt durch die Firma gesehen. Ja. Geil. Also Amerika, China. Amerika war ich sehr viel. Ja, ist für mich natürlich als Autoliebhaber ist ein Paradies da drin. Ja. Hier immer schön Viertelmeile anschauen nach Feierabend. Ja, da sind die mit ihren Dragstern gefahren. Das kannst du hier in Deutschland natürlich nicht vorstellen. War aber auch viel in Europa unterwegs und ja, ich sag mal auch gewisse Hersteller, was man kennt. Ja, BMW. Ich habe sehr viel BMW gemacht. Und dann siehst du hier einen, weiß ich nicht, einen Dreier oder einen Fünfer fahren und dann denkst du dir, hey, da ist ein bisschen Handarbeit Das von ist mir deine mit Lage, drin. Ja, genau, die ja, habe ich damals eingeschliffen, das habe ich gemacht und ja, das ist schon was Geiles. Ja. Danke für deine Zeit. Das Vielen war Dank mega, auch. Für mich geht es jetzt noch weiter. Wir haben hier noch viel anderes zu filmen heute. Sehr viel, ja. Ciao, ciao. Jawohl, ist das nicht ein sympathischer Kerl, der liebe Sebastian? Das war die Sonntagsfolge mit mir und als ich das so geschnitten habe und so ein bisschen natürlich sich die ganze Zeit mit dem Thema befasst, ihr müsst euch das reinziehen. Also ich denke, wir können wirklich stolz sein, hier das Thema Made in Germany. Denn wenn man es genau betrachtet, glaube ich, ist es nicht zu hoch gegriffen zu sagen, dass von jedem renommierten Fahrzeughersteller, ja, von den meisten, sagen wir mal irgendwie Prozentzahl 85%, wird am Ende der Motor von einer Gruppe bearbeitet. Das ist eine Firma, Made in Germany, in Mindelheim. Da sind über 5500 Mitarbeiter, glaube ich, allein nur in Mindelheim. Ey, das macht mich irgendwie stolz als Deutscher, auf irgendeine Art und Weise. Und fettes Dankeschön. Ihr wisst gar nicht, wie komplex das sein kann, dass so ein Typ wie ich in so eine Werksfirma kommt und die haben natürlich krasseste Geheimhaltungsvereinbarungen von ihren ganzen Kunden und der sagt, ey, ich komme heute mal ganz locker mit der GoPro und wir gucken uns das mal an, wie ihr das so alles baut. Fettes Dankeschön. Könnt ihr echt unter das letzte Instagram-Grob-Bild könnt ihr einfach mal kommentieren, danke grob, weil ich denke, das ist nicht selbstverständlich. Danke fürs Zuschauen, das auch noch. Danke an den lieben Sebastian, dass du uns so nett mitgenommen hast und ich hoffe auf mehr, Jungs. Schönes Wochenende. Ciao.